Hi, ich bin Thomas von The Intersphere und ich möchte euch heute mal mein Zeug zeigen, und zwar Amps, welche Gitarren, welche Pedals und einfach mal ein paar Sounds durchgehen, die so typisch sind und die ich mag. Viel Spaß dabei. Das ist eine Gitarre, die habe ich schon ewig, und vielleicht zu kurz zur Erwähnung, die Firma heißt Zion Guitars. Ich bin, glaube ich, schon 100-mal gefragt worden, von welcher Firma ist denn diese Gitarre, und die Firma heißt Zion Guitars, ist eine kleine Ami-Firma, die auch gar keinen Vertrieb in Europa haben. Ich habe die durch Zufall gefunden oder eigentlich empfohlen bekommen. Da war ich 16 oder so, und da gab es die schon gebraucht bei, ich glaube, Buyers Music in Bochum-Wattenscheid oder so, und ich habe das Ding in die Hand genommen und dachte, wow, das ist eine Wahnsinnsgitarre, die will ich haben. Und seitdem begleitet mich das Ding. Also die hat offensichtlich schon unglaublich viel mitgemacht und war bei hervorragenden Gitarrenbauern, die hier die ganzen Risse von der kompletten Decke wieder einigermaßen gefixt haben. Und genau, ist im Prinzip so wie eine Thinline-Tele, ist aus Sumpfesche und wiegt echt nix, ist toll, mit einer Ahorndecke, und das hier sind im Prinzip zwei Joe Baden Humbucker, sieht ein bisschen aus wie Single Coils, sind aber tatsächlich Humbucker. Und genau, ansonsten der typische Tele 3-Wege-Switch, Volume, Tone war mal Gold, glaube ich, ist mittlerweile grün und was auch immer. Ja, und die mag ich immer noch. Also die ist halt so, ja, so Humbucker-Tele, die, weiß auch nicht, ich habe immer mir über die Jahre wieder andere Gitarren, die ich natürlich auch mag, zugelegt, aber irgendwie läuft es am Ende darauf hinaus, dass ich das Ding immer wieder auspacke. So. Ich mag das Ding total, und die funktioniert immer, und genau, ist halt hier auch schon farblich relativ angeranzt, und das ist kein Aging, das ist wirklich so entstanden über die letzten Jahre. Genau, also auf jeden Fall für mich ein ganz wichtiges Instrument, und liebe ich sehr. Diese Hackstrom Super Sweet, da habe ich zwei von, also das ist so ein bisschen Les Paul-Typ. Ich bin eigentlich eher der Twang-Gitarrenspieler oder so ein bisschen dünne Gitarren, und die ist dafür eigentlich noch echt, also die ist nicht so ultra dick wie eine Les Paul. Genau, hat im Wesentlichen zwei Humbucker, die man aber splitten kann, beide, irgendwo hier. Genau, sodass man quasi zwei Single Coils rausmachen kann, und genau, hat hier den typischen 3-Wege-Schalter, wo natürlich das Plastik kaputt gehauen ist, so wie bei jedem ordentlichen 3-Wege-Schalter vom Rumhampeln. 2 Gigs halten die Dinger, egal. Ich weiß nicht, ob es die in guter Qualität gibt, auf jeden Fall. Ich habe mehrere Gitarren, wo immer der 3-Wege-Schalter eigentlich kaputt ist, spätestens nach einer Show. Und genau, hier für mich hauptsächlich wichtig, also ich habe die zweimal, einmal in diesem Kohle-dunklen Grau irgendwie und einmal in Sunburst, weil wir einfach so viele Tunings irgendwie haben. Es ist total wichtig, die müssen unterschiedlich aussehen, weil sonst, also ich habe schon häufiger den Fall gehabt, dass ich eine Gitarre nehme und es ist einfach das falsche Tuning drauf, und dann gucke ich einen unserer Backliner verzweifelt an und sage, was ist es? Und ja, deswegen müssen die irgendwie sich optisch so gut wie möglich unterscheiden, damit ich das auseinanderkriege. Meine neueste Gitarre, das ist die hier von Real Guitars, eine Strat. Real Guitars ist so eine kleine Gitarrenschmiede der Uli, im Wesentlichen aus Leverkusen. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbei zu gehen. Die machen sehr coole Strats und auch sehr coole Les Pauls. Ich bin nicht so der Les Paul-Typ, aber wenn man der Les Paul-Typ ist, lohnt es sich auf jeden Fall da mal vorbeizugehen. Und genau, die, ja, ist eine Strat hier hinten, also das Tremolo habe ich mir sofort arretieren lassen, weil das mit den Tunings einfach kein Meter funktioniert, wenn das noch weiter in der Luft hängt und hier immer andere Tunings drauf sind, da braucht man eine Stunde zum Stimmen. Und genau, das geht so in der Form ganz gut. Die verliert tatsächlich dadurch leider ein bisschen Bässe, aber ja, also so ist sie zumindest auch für den Live-Gebrauch mit ständig wechselnden Tunings bei uns gut zu gebrauchen. Ansonsten, ja, es ist Standard Single-Coil-Bestückung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für Pickups sind. Die waren da drauf, und ich nehme sie so, wie sie da sind. Genau, 3 Single-Coils mit dem 5-Wege-Schalter. Also eigentlich eine ziemlich typische Strat, die ich auch super gerne mag.
Ich spiele ein Vox AC30 schon so gut wie immer, ehrlich gesagt. Verschiedene Versionen mit der Zeit. Aktuell ist es hier diese Handwired-Version, die eigentlich auch gar nichts hat. Also die ist so relativ vintage nachempfunden und ja, eigentlich so spartanisch fast wie ein Amp sein kann. Also die hat den Normalkanal, die hat diesen Top-Boost-Kanal und genau, ansonsten man kann auch sogar das Master Volume wegschalten, was ich gerne mache, aber was in der Praxis natürlich auf der Bühne manchmal problematisch ist, dann mache ich es doch wieder rein. Und an sich, also das Setup ist so einfach wie es sein kann. Ich nehme den Normalkanal auf Mitte und kein Bright Switch, kein gar nichts, Master Volume aus, fertig. Also im Prinzip ein Regler, der Gitarre laut macht. Mehr ist es tatsächlich nicht, wenn die Möglichkeit besteht. Ansonsten, genau, wenn die Möglichkeit nicht besteht, mache ich noch halt den Master Volume rein, aber das war's. Also mehr. Ansonsten ist es wirklich einfach nur der Amp, den ich nutze und überhaupt keinerlei EQing oder sonst irgendwas. Meine Box ist die THC 412er Box von dem Sunset, also von Christophs Top-Teil, eigentlich die passende 412er Box dazu. Ich wollte gerne, also ich habe eigentlich ursprünglich auch zu den AC30 eine 212er Box, diese Blue Bulldogs Box eine ganze Weile gehabt, aber die ist halt gerade in Kombination mit Tele und so relativ garstig schnell und ich wollte gerne eine 412er Box haben, einfach auch, weil es Bock macht, davor zu stehen und ein bisschen mehr Volumen hat. Und die THC-Box hier, die hat oben andere Speaker als unten. Also unten sind so ein bisschen dumpfere Speaker drin. Ich glaube, die sind tatsächlich hauptsächlich dafür gedacht, dass wenn man davor steht, dass es sich ein bisschen gut anfühlt. Und genau, aber eigentlich mikrofonieren würden wir immer die oberen. Hier, ja genau, eine Sache, ich glaube, ich weiß nicht genau, was für Speaker drin sind, aber es sind so Neodyn-Speaker drin, also die Box wiegt nichts, die ist wirklich unglaublich leicht. Mikrofonieren, also wir haben eigentlich beide, sowohl ich als auch Christoph, haben beide die HAL PR30 als Mikrofon live. Wir haben eigentlich so gut wie jedes Mikrofon, das typisch ist für Gitarrenmikrofonie, durchprobiert, glaube ich, und das sind so die, bei denen wir hängen geblieben sind, die sind echt super. Kommen wir zum Pedalboard. Wie man sieht, habe ich mit der Größe übertrieben. Ein bisschen. Ich hatte damals noch ein paar mehr Pedals, aber habe ein bisschen aussortiert und hatte mir das Case bauen lassen in Köln und habe gesagt, ja, es muss so groß sein, dass ich noch überall mit den Beinen drankomme. Und als ich das dann abholen konnte, dachte ich, oh Gott, ich habe ein Monster geschaffen. Von daher ist eigentlich jetzt noch ein bisschen Platz, den ich sinnvoll für Notizen jeglicher Art nutzen kann, wie Setliste, oder Tunings bei uns, ganz viele verschiedene Tunings, es ist immer gut, sich das kurz zu merken oder was auch immer dahin kommt. Genau, kleines Lämpchen für die Setliste habe ich von Christophs Board geklaut. Ist ein Segen, kann ich nur jedem total empfehlen. Eine kleine Lampe am Pedalboard ist super. Genau, zum Rest einmal zu der Signalkette. Im Prinzip ist das hier quasi Steuersystem für alles. Das ist eigentlich nur ein Loop-Switch, sag ich mal. Also im Prinzip geht alles hier rein und läuft einfach durch ein paar Loops, sodass ich ein paar Pedale vorbereiten kann, die ich so in Sektionen geteilt habe und einfach per Knopfdruck dann nicht 3 Pedale anschalten muss, sondern quasi nur einmal drücken. Ich habe aber eigentlich, also es geht tatsächlich, das erste Pedal, was hier drin ist, also das hier sind so die Pedale, die stecken vor allem eigentlich. Es geht bei mir tatsächlich mit 2 Fuzz Factory Klonen los, weil die sind total empfindlich, an welcher Stelle im Board die stecken. Christoph hatte da ja auch schon ewig lange rumprobiert und bei mir ist für mich die optimale Position ganz vorne, egal wo ich sie dahinter packe, sie machen ganz komische Sachen. Deswegen sind die quasi das erste, wo es reingeht, vor dem Tuner, lustigerweise. Und genau, davor habe ich noch so ein paar Pedale, wie jetzt ein Kompressor oder so Sachen, die generell sinnvollerweise häufig vorne so direkt an der Gitarre hängen wie möglich und danach geht es quasi hier in diese Loops rein und ich habe den ersten Loop für so ein bisschen Zerra Overdrive Sektion, den zweiten für so, keine Ahnung, Tremolo, Smallstone, Phaser, so ein bisschen Modulationssachen und den dritten habe ich eigentlich zusammen für Delays und Reverb und sowas. Der vierte, den habe ich einfach mir gespart. Ich hatte auch mittlerweile,
super Feature hier, wenn man die alle anmacht. Man kann die Lampen echt bretthell machen, damit man auf einem Festival noch erkennen kann, was man hier überhaupt eingeschaltet hat. Allerdings im Club habe ich es komplett runtergedreht, weil man sonst blind wird. Genau, können einfach mal durchgehen von vorne bis hinten. Also das im Wesentlichen, wenn ich alles aus habe, geht es wirklich einmal durch, ohne dass es durch die Loops geht, aber kommt hier hinten wieder raus, geht in den Amp. Und ich kann quasi immer diese einzelnen Ketten jetzt dazu schalten, diese Zerrerkette oder diese Modulationskette oder die Delay-Kette. Der Grundsound. Ein bisschen Sparkle, das quasi schon so leicht angeranzt. Ich habe eigentlich genau wie Christoph immer so einen leichten Diamond Boost hinten noch drin. Wir haben, ich glaube, es gab damals bei der Interspheres Atmospheres bei den Aufnahmen immer, wenn das Gitarrensignal noch so ein bisschen irgendwas braucht, dann gab es Rot oder Weiß. Und Weiß war der Diamond Boost oder Rot war der MXR-Kompressor. Und genau, ich habe eigentlich Weiß immer an, tatsächlich jetzt, und Rot gelegentlich. Das ist der MXR-Kompressor. Und genau, gehen wir einfach mal die Kette von vorne bis hinten durch oder vielleicht einmal so die wesentlichen Brot- und Butter-Sounds. Also das ist wirklich ohne alles, nur der Diamond Boost. Genau, manchmal, je nachdem was es ist, macht gleich der MXR-Kompressor noch mal ein bisschen sowas aus und macht es so ein bisschen direkter. Aber ansonsten sind es eigentlich, ist bei mir auch genauso. Box of Rock. Mal wirklich auch nur der Booster oder manchmal je nachdem, wenn ich noch mal ein bisschen mehr Gas brauche, halt noch der mit dazu. Was ich noch an Zerrern habe, sind eigentlich zwei. Also es gibt eigentlich quasi entweder so leicht rotzig, sag ich mal, so wie es Skenosol ist, mit Boost. Mit noch mehr Boost. So, dann habe ich noch einen zweiten Zerrer, und zwar ist es von Empress, der heißt Multidrive. Und was der im Wesentlichen macht, der hat 3 Kanäle, einmal so einen Fuzz-Kanal, so einen Overdrive-Kanal und so einen high-gainigeren Distortion-Kanal, aber in parallel, und man kann die quasi jetzt mischen und zum Beispiel einfach mal hingehen und sich nur diesen leichten Overdrive oder sowas nehmen. Und sich jetzt quasi stufenlos ein bisschen mehr Gas dazu fahren, sodass man eigentlich noch ein bisschen den Attack hat von diesem Overdrive und der andere quasi das mehr Gain eigentlich erst so später mit dazu kommt. Genau, so hat man immer noch relativ viel von den Tönen auch irgendwie, hat aber trotzdem so diesen Gas, der dann quasi auch länger steht. Man kann, der hat noch so ein paar Möglichkeiten, den nutze ich aber eigentlich so gut wie nicht. Man kann jetzt das wäre quasi nur der high-gainige Teil. Man kann den auch noch so nur also quasi Low-Pass, High-Pass-mäßig nur den unteren Teil davon nehmen. Oder nur den oberen, aber ich habe den eigentlich immer so auf. Genau, so kann man sich quasi aus 3 verschiedenen, kann man sich so ein bisschen Sound zusammenbauen. Finde ich eine coole Idee. Kommen wir mal so ein bisschen zu der Delay-Abteilung. Da sind es hier verschiedene, also zum einen hier diese Boss-Delays quasi, die diese Warp-Funktion haben. So ein bisschen diese Dredge-Art, die Gitarre noch nicht mal mitmachen kann oder sowas wie zum Beispiel Interspheres Atmospheres oder so ist genau damit gemacht.
kann man quasi so nutzen, kann man so Swells irgendwie mitmachen oder kann man auch allgemein für irgendwie so Chords oder irgendwas nutzen. Genau, ist ganz cool. Und genau, hier eigentlich ist das für mich immer nur so ein Effekt-Delay, sage ich mal, genau für diese Sachen. Ansonsten ist es aktuell eigentlich immer das Timeline-Delay und jetzt wie in dem Fall läuft eigentlich das DD6 auch in das Timeline rein, damit immer noch auch sowas nachklingt. Genau, hinten dran sitzt noch der Big Sky, der einfach einen Haufen wirklich cooler Sachen liefert. Zum Beispiel, genau, nehmen wir das von Mind Over Matter. Oder so ein witziges Slapback. Genau, so relativ großes Soundspektrum, was glaube ich da jetzt gerade auf der aktuellen Platte auch relativ. Genau, das sind glaube ich so gerade diese typischen Delays. Was da hinten noch dran hängt, aber der gerät immer mehr in Vergessenheit, den haben wir irgendwann mal gekriegt. Das Boss Terra Echo, im Wesentlichen kann man damit komische Sachen machen. Teilweise der verschmiert Sound so eigenartig und hat immer so ein bisschen Space immer dabei. Wir haben damit glaube ich schon so Laserschwert Kämpfe gemacht. Ist ein bisschen Quatschpedal, aber ist lustig halt. So, kommen wir nochmal nach vorne. Vorne habe ich zwei Fuzz Factory Klone. Die erste ist tatsächlich eigentlich dafür da, um so Fuzz-Sachen zu spielen. Wie und die zweite ist nur für Quatsch. Weil die oszilliert die ganze Zeit von sich aus. Und kann genau eben diese Sachen. Genau, und das ist natürlich für überhaupt nicht zu gebrauchen, außer halt für genau solche Parts. Deswegen habe ich quasi das Ding einmal mit einer sinnvollen Einstellung und einmal mit einem vollkommen unsinnigen Setting, was eben diesen Quatsch macht. So, was auch immer lustig ist, auch wenn ein bisschen speziell, kann man nicht für alles gebrauchen, ist eine viel zu große Gitarre. Und zwar, genau, hatte ich irgendwann gefragt, kann ich nicht so eine Bariton-Gitarre kriegen? Ursprünglich glaube ich auch, weil ich weiß gar nicht mehr wo, ob das Interspheres Atmospheres schon war. Jedenfalls genau, kann man relativ gut, wenn man noch ein bisschen mehr Gas braucht für irgendwas, kann man hingehen und wunderbar die Bariton-Gitarre nehmen, die unten noch verhältnismäßig straff ist, auch wenn sie auf B oder sowas ist und nicht so wabbelig klingt. Und zum Beispiel so Fuzz-Gitarren oder sowas damit irgendwie doppeln. Und wenn das nicht reicht, dann macht man halt nochmal quasi mit dem Whammy nochmal eine Oktav unten drunter. Und kriegt halt diesen mordsriesigen Sound. Die Bariton-Gitarre ist finde ich, verhält sich da relativ cool, weil die bei Out of Phase einfach nochmal ist wirklich eine andere Klangfarbe von Gitarre, so während wir, also selbst auch diese
Die ist null twängig oder null wie der Rest quasi, und die ist generell allgemein so ein bisschen belegter und dafür halt untenrum relativ dick. Und genau, deswegen ist die für so einen Fall eigentlich, finde ich, eine ziemlich coole Gitarre. Und wie gesagt, lohnt sich immer so eine Bariton-Gitarre mal zu haben und ein Fass und ein Whammy. Wann immer man nochmal untenrum ein bisschen Kelle braucht, geht das damit total gut. Danke fürs Zuhören, das war's. Ich hoffe, ihr fandet das ganz interessant. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne einfach. Und ja, ansonsten bis dann.